Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 7. Mai und es hat jetzt seit Wochen das erste Mal geregnet. Und das Wetter ist so schön und das habe ich dann zum Anlass genommen, jetzt einfach mal heute auch wieder ein Video zu machen. Ich habe jetzt hier auch wieder so einen Zettel gekriegt, gell, so strukturiert, dass ich hier strukturiert reden soll. Gell, das fällt mir immer so schwer. Aber wir müssen schon noch beginnen beim Beginn des Jahres. Am Beginn des Jahres hatte ich 15 Elefanten, heute habe ich nur 13. Dass am Anfang Januar mein Herzenselefant, die Megeo, im hochbetagten Alter von über 75 gestorben ist. Das war schwer, aber das ist der Lauf der Dinge und das ist die Natur. Was eben unglaublich unfassbar war, als unser Pussy leider den Berg abgestürzt ist. Die Folge davon war, dass wir irgendwann Anfang März wollten wir unseren Luis, der mittlerweile über 3 Jahre ist, wollten wir ja separieren von seiner Mutter, von der Salia. Das musste man dann 4 Wochen rausschieben, weil das kein Glück für uns gebracht hätte, weil das macht ja ein Priester mit allem. Ja? Und deswegen haben wir das dann die letzte Woche gemacht. Das heißt, die Salia und der Louis sind jetzt separiert, allen ist gut, so wie das bei uns immer ist. Ja, da wird auch kein Tier gefoltert oder was man da immer alles hört oder sonst irgendwas, sondern das war einfach wirklich ein ganz normaler Prozess, den ein Priester bestimmt, aber ohne Schläge, ohne irgendwelches Zeug, sondern wirklich einfach Entwöhnung von der Muttermilch. Ja? Und allen beiden geht es wirklich auch großartig. Wir sind immer noch bei den News. Wir haben für alle 3 Camps, die ihr kennt oder auch oder wer jetzt auch neu zu uns kommt oder so, die ihr kennenlernen werdet, haben wir jetzt 15 Jahre Verträge unterschrieben. Wir haben natürlich eine Erhöhung gekriegt, aber die Preise sind festgeschrieben. Das heißt, wir können jetzt also ganz normal kalkulieren. Wir sind ja jetzt hier in der Stiftung, wie ihr seht. Seit 2018 sammeln wir Geld für unser Krankenhaus. Das soll immer mein Vermächtnis sein. Da war der Gedanke, dass wir ein großes Krankenhaus bauen. Davon habe ich mich so ein bisschen gelöst. Das hat auch was mit finanziellen Gründen zu tun. Das wäre zu teuer, muss man ganz ehrlich sagen. Und deshalb bauen wir jetzt ein kleines Hospital. Und das bauen wir hier auf dem Stiftungsgelände. Und das soll der erste Schritt sein in meine Vision. Und das nenne ich Elephantasialand. Das Krankenhaus wird schon die Main-Sache sein. Damit werden wir anfangen. Aber wir brauchen ein Mutter-Kind-Gehege. Wir brauchen eine Mating-Area, wo der Bulle und die Kuh ganz normal miteinander kopulieren können. Ja? Wir brauchen eine Möglichkeit, unsere Bullen weiterzuhalten. Und das meine ich wirklich auch im Sinne des Wortes. Ja? Wir haben jetzt 4 kleine Bullen. Ja? Wenn jetzt noch 2, 3 Bullen hinkommen, wo soll ich denn hingehen? Und das nächste Kapitel, also der Abschluss jetzt praktisch von dieser Session, ist dann, dass ich verschiedene Elefantencamps vorstelle. Ja? Diese Videos machen wir jetzt in den nächsten 4 bis 6 Wochen und wird dann, denke ich mal, Mitte, Ende Juni dann reingestellt. Da gehe ich in verschiedene andere Camps, interview auch mal andere Leute, ja, um euch mal Dinge auch zu zeigen. Bei allen Problemen, die wir haben, übrigens auch klimatisch, gell? Also wir hatten jetzt wirklich 45 Grad, sagte ich am Anfang schon mal. Das war auch schon die Hölle hier, für die Tiere, für die Menschen hier, mit ganz schlechter Luft, mit allem, was dazugehört oder so. Auch das führt uns zu großen Herausforderungen. Weil wir müssen unseren Tieren natürlich Mineralwasser geben. Wir transportieren das Wasser mittlerweile über 10 Kilometer. Auch das muss auf die Dauer muss eine Lösung dafür her, die dann auch nachhaltig ist. Ihr seht, ich bin wie ich bin. Ja? Ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, was ich habe oder sonst irgendwas, ja? Sondern es wird immer weitergehen und es wird besser gehen für unsere Tiere, für unsere Zukunft. Aber, und das darf man nicht vergessen, wenn wir was für die Tiere erreichen wollen, geht das nur mit den Menschen. Auch deswegen werden wir jetzt unsere Schulprojekte ab nächstes Jahr, beziehungsweise ab nächsten Term, ab Oktober wieder aufnehmen. Ja. Wir mussten die wegen Covid aussetzen. Und da muss ich ganz einfach sagen, hey, dafür haben wir unseren Verein gegründet. Die Gründung eines Schweizer Vereins steht kurz bevor. Ja. Diese beiden Vereine werden die Stiftung unterstützen. Die unterstützen die Stiftung hier in Thailand. Wenn ihr wirklich Lust habt, ja, könnt ihr wirklich dafür auch spenden. Ihr könnt doch gezielt sagen, wo ihr es hin wollt, ins Krankenhaus, in eine Patenschaft, in die Schulbildung von Kindern, ja, oder wie auch immer, was ihr wollt. Das könnt ihr, und dann geht das Geld auch direkt dorthin, wie eure Wünsche sind. Ja. Wir machen jetzt den Anfang, ja, mit dem Krankenhaus und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Ja, bitte bleibt gesund. Ja,
wie ich immer gesagt habe, auch wenn es manche nicht mal hören können, wir müssen um die Zukunft streiten, aber bitte zankt nicht. In diesem Sinne, Kopf und Kap, Savadi Kap.